Hey Leute, ich bin Jonas, willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video heute will ich euch schnell ein Feature-Update zu Microsoft Outlook in Verbindung mit Microsoft Teams geben. Ihr könnt jetzt in Outlook direkt E-Mails an einen Teamkanal, an eine Teamgruppe oder an einen Chat in Teams weiterleiten. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, wir fangen an im Outlook-Posteingang und wir sehen hier, ich habe eine E-Mail ausgewählt und jetzt sehen wir oben in der Navigation habe ich den Punkt in Teams teilen. Da klicken wir jetzt mal drauf und dann sehen wir, es geht ein Dialog auf, der aus Microsoft Teams kommt und euch direkt mehrere Möglichkeiten vorschlägt und unten eure E-Mail anzeigt. Hier oben habt ihr jetzt die Möglichkeit in der Suchbox nach Gruppen, Kanälen, Teams oder auch Benutzern zu suchen. Das Ganze sieht dann so aus. Wir suchen nochmal nach etwas anderem und ihr seht dann, es werden euch auch Kontakte oder die zugehörigen Kanäle vorgeschlagen. Hier, wenn ich nach YouTube suche, bekomme ich YouTube als Kontakt und auch mein Team. Und das Ganze funktioniert auch mit Kanälen. Wir suchen jetzt mal nach dem Kanal Mai-Planung und wir sehen, der Kanal im Team Videoproduktion YouTube wird uns hier vorgeschlagen und wir wählen den aus. Wir können dann hier beim Teilen noch eine eigene Nachricht hinzufügen zu dieser E-Mail, die wir teilen möchten. Wenn die E-Mail einen Anhang hat, können wir auch den hier mitteilen und wir sehen, dann bekommen wir diese Meldung. Wir sind jetzt hier in unserem Teams-Client und gehen mal auf den Kanal, an dem wir es geschickt haben, Mai-Planung, und dort sehen wir jetzt eine Nachricht von mir mit der E-Mail. Weil das Ganze eine HTML-E-Mail ist die hier ein bisschen unstrukturiert. Dafür hilft es, dass man die E-Mail dann auch über dieses kleine Symbol hier oben über der E-Mail öffnen kann. Ihr seht, dann lädt die E-Mail-Datei direkt im Teams-Client. Und so sieht das Ganze dann aus. Ihr bekommt hier die E-Mail mit der richtigen Formatierung als HTML-E-Mail angezeigt. Ihr könnt da durchscrollen und euch die Inhalte, die dort in dieser E-Mail sind, genau anschauen. Über Schließen hier oben könnt ihr die E-Mail dann wieder schließen oder eine Unterhaltung darauf beginnen, das heißt den Chat nutzen. Genauso könnt ihr auch über die Antwortfunktion hier unten jetzt ganz normal einen Chat in eurem Teams-Raum zu dieser E-Mail starten. So, wir sind hier jetzt nochmal Outlook im Web. Auch hier gibt es diese Funktion. Ihr habt ganz rechts auf einer E-Mail das 3-Punkte-Menü. Wenn ihr das aufmacht, findet ihr unten die Option mit Teams teilen. Und auch hier, wenn ihr da draufklickt, seht ihr wieder dieses Menü und ihr könnt hier genau wie in Outlook auch nach unterschiedlichen Namen suchen, nach Teamräumen suchen oder die Nachrichten auch direkt in einen ausgewählten Kanal teilen. Ganz normal wie im Outlook auch. Ich finde diese neue Funktion super praktisch. Wir benutzen das bei der Arbeit auch schon recht viel, weil es enorm den E-Mail-Verkehr und damit deinen Posteingang entlastet. Mit dieser Funktion kannst du projektspezifische oder arbeitsgruppenspezifische Inhalte, die aus irgendeinem Mailverkehr stammen, direkt mit deinem Team teilen, ohne dass du eine E-Mail immer an große Projektteams weiterleiten musst und so den E-Mail-Eingang anderer Leute überflutest. Das ist richtig praktisch, weil du so noch mehr Informationstransparenz in deinen Teams und in deinen Projekten erhältst. Das Feature ist noch gar nicht so lange verfügbar. Schaut mal, ob es bei euch schon drin ist. Im neuesten Office-Update sollte es auf jeden Fall von Outlook dabei sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und den Kanal abonniert. Schaut euch auch mal auf dem Kanal um. Hier gibt es noch eine ganze Menge Tipps und Tricks rund um Office 365, um Teams und all die anderen Apps. Außerdem schreibt mir gerne in die Kommentare, benutzt ihr das Feature schon, ist es bei euch schon angekommen und findet ihr das genauso praktisch wie meine Kollegen und ich? Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, bleibt gesund und wie immer, tschö mit Ö.